Du moderierst Veranstaltungen und Events und möchtest ein großartiges Erlebnis für deine Gäste schaffen? Dann solltest du diese Fehler vermeiden. Hallo, schön, dass du dabei bist in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und ich habe in meiner Karriere weit über 1000 Veranstaltungen moderiert und natürlich sind auch mir Fehler passiert. Und ich möchte dir hier in diesem Video zeigen, welche Fehler passieren können und wie du sie ganz einfach mit Wissen vermeiden kannst. Mein geschätzter Kollege Michael Rossier, der sagte letztens, Moderatoren sind die Lebensversicherung für ein Event. Und ich finde, er hat recht und er spricht mir aus dem Herzen. Eine gute Moderation kann so viel bewirken in einem Event für die Gäste, die kann ein echtes Erlebnis machen. Und eine schlechte Moderation, die kann ein Event ganz schnell ruinieren. Indem sie zum Beispiel den Ton, also die Stimmung des Events nicht trifft. Indem sie die Gäste nicht gut abholt, also nicht auf die Zielgruppe eingeht. Oder indem sie vielleicht komische Sachen erzählt, wo sich alle schon fragen, oh je. Ja, und in so einem Fall ist das Image des Veranstalters ganz schnell ruiniert. Hier mal 5 Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Fehler Nummer 1, mit der falschen Klamotte erscheinen. Natürlich hat eine Moderatorin ganz viel Freiheit und natürlich darfst du auch etwas tragen, was deinen Moderatorenstatus unterstreicht, vielleicht etwas farbiger, vielleicht etwas außergewöhnlicher. Und doch solltest du darauf achten, dass dein Outfit zum Event passt. Erstens, dass die Kleidung nicht dieselbe Farbe hat wie der Bühnenhintergrund, dann bist du nämlich nicht zu sehen. Und zweitens, dass es eben nicht völlig daneben ist. Ich habe immer so die Regel, das Outfit muss zu mir und zur Veranstaltung passen. Das heißt, darauf solltest du achten und den Klamottenfehler solltest du auf jeden Fall vermeiden. Fehler Nummer 2. Kein Handmikrofon an der Bühne. Wieso das, wirst du dich jetzt fragen? Was soll daran ein Fehler sein? Ja, das kann dir ganz schön um die Ohren fliegen, wenn du kein zweites Mikrofon hast. Stell dir vor, du hast an der Bühne dein Mikrofon, Handsender oder Headset. Und dieses Mikrofon fällt aus. Ja, womit arbeitest du denn dann? Willst du warten, bis der Tontechniker sich aus der Regie zu dir bewegt hat und dir irgendwann mal ein Mikrofon bringt? Das Publikum fängt unterdessen schon an zu raunen und zu reden. Du wirst plötzlich ganz nervös, stotterst ohne Mikrofon rum. Dieser Fehler muss dir nicht passieren und du kannst ganz leicht für Abhilfe sorgen. Einfach ein zweites Mikrofon an der Bühne und du bist in solchen Situationen gerettet. Und natürlich muss die Technik auch wissen, dass die dann dieses Mikrofon anstellen kann. Und so ein zweites Mikrofon hilft dir auch, wenn du spontan irgendwelche Gespräche führen willst, weil mit einem Headset ist das ja nicht möglich. Und mit so einem Handsender kannst du auch mal ins Publikum gehen. Den nächsten Fehler sehe ich relativ häufig, wie ein Nachrichtensprecher moderieren. Nachrichtensprecher sind keine Moderatoren. Nachrichtensprecher sind zur Sachlichkeit verpflichtet, Moderatoren zur Emotionalität. Das heißt, wenn du deine Veranstaltung moderierst, dann sollst du deine Gäste mit auf eine emotionale Reise durch dein Event nehmen. Und welche Emotionen ist das? Kann ganz unterschiedlich sein. Ja, das kommt ein bisschen auf das Event an. Das kann bei einer Abendgala ganz anders sein wie bei einer medizinischen Fachtagung. Wichtig ist aber, dass deine Gäste Spaß haben. Und wenn du stattdessen immer nur Fakten bringst und auf der Sachebene moderierst, dann wird es ganz schnell langweilig und diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden. Gäste wollen Spaß. Und damit du mehr Spaß am Moderieren hast, hilft dir Handwerkszeug, Wissen, wie eine professionelle Moderation geht. Und das gibt's natürlich bei uns an der Moderatorenschule Baden-Württemberg. Klick dich gerne mal da oben rein. Da gibt's ganz viele Informationen, was du bei uns lernen kannst und wie du deine Moderation professionalisieren kannst. Den nächsten Fehler
den habe ich auch sehr oft gesehen, allerdings nicht selber gemacht, den Redner falsch ankündigen. Das ist ja wirklich ein Anfängerfehler, dass du dir nicht aufschreibst, wer jetzt kommt und was der exakte Titel ist. Und da meine ich bitte auch den ausgesprochenen Namen, weil manchmal sprechen sich Namen anders, als dass sie sich schreiben. Und hier ist es dein Job als Moderatorin vorher nachzufragen, wie spricht sich denn Ihr Name? Und den dann auch ordentlich zu artikulieren und so deinen Gast auf die Bühne zu bitten. Also diesen Fehler, den kannst du ganz einfach vermeiden. Und der nächste Fehler, den ich oft sehe, ist, dass Moderatoren die Pointe des Redners zerstören. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Wenn dir der Redner vorab erzählt, was er in seinem Vortrag macht, worauf er hinaus will, was seine Hauptbotschaft ist, dann darfst du das als Moderator natürlich nicht verwenden. Weil dein Job ist es ja, auf den Vortrag hinzuführen und Lust zu machen. Aber die Botschaft gehört dem Redner. Das kannst du nicht vorwegnehmen. Weil stell dir mal vor, die zentrale Botschaft ist schon weg, dann braucht er ja seinen Vortrag gar nicht zu halten. Und das macht dem Redner oder der Rednerin total Stress und das zerstört auch den Vortrag. Das heißt, also es ist deine Verantwortung, da nichts vorwegzunehmen, sondern immer nur anzumoderieren und die Gäste mit auf eine Reise zu nehmen. Und es gibt noch ganz viel mehr zu lernen, wie eine gute Moderation geht. Wir haben bei uns übrigens einen kostenlosen Blog, da kriegst du ganz viele Informationen und wir haben natürlich auch einen Toolkoffer mit ganz vielen Übungen, damit du dich besser machen kannst. Wir verlinken das hier oben mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Moderieren.